Es ist offenkundig, dass ich nicht der größte Fan von Wing Coastern bin, aber die Kiste, über die wir heute sprechen, hat mich komplett abgeholt. Das liegt nicht nur an gigantischer Gestaltung, sondern auch an einem wirklich grandiosen Layout und brachialen Zahlen. Mehr dazu in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Magazin und einem neuen Video meinerseits, und heute müssen wir über einen Wing Coaster sprechen, der maximal beeindruckend ist und der mich komplett abgeholt hat. Skandalöserweise. Wir haben hier echt einen riesigen Wing Coaster, der 3 Züge haben soll. Ob die jemals irgendwie komplett benutzt werden, ich glaube nicht. Und ob man die abfertigen kann, bezweifle ich noch viel mehr. Das besprechen wir übrigens in einem anderen Video und in einem anderen Review hier auf diesem Kanal. Wir müssen nämlich da mal komplett allgemein über die Abfertigung, vor allem in diesem Park, sprechen, die in einer Bahn so katastrophal war, dass das ein großer Part da drin ist und ich das jetzt hier nicht alles vorwegnehmen möchte. Aber auch bei dieser Bahn, über die wir heute sprechen, war es wirklich nicht einfach, da nicht den Verstand zu verlieren, so wie dort abgefertigt wurde. Name, Story ist spannend, denn wir haben hier eine Bahn, die laut der Rollercoaster Database Falcon heißt. Jetzt haben wir ganz viele Probleme. Es gibt Videos, da spricht man von Soaring with Eagle als Name für diese Bahn. Aber das Eingangsschild vor Ort spricht von Eagle Flying. Was ist jetzt richtig? Wenn man dann nochmal die Rollercoaster Database zu Rate zieht, steht neben Falcon ja noch etwas auf Chinesisch. Schmeißt man das in den Google Translator, kommt aufsteigender Adler dabei raus. Schmeißt man das Ganze in ChatGPT, haben wir der Adler fliegt oder ein Adlerflug als Ergebnisse. Ja, könnt ihr euch aussuchen, wie die Bahn jetzt wirklich heißt? Ich weiß es nicht. Setting, das weiß ich, das ist wirklich richtig stark. Das ist direkt am See des Parks. Davor ist eine riesen Kunstfelsen-Berglandschaft geschaffen worden. Und die Bahn fährt dadurch, darüber und Richtung Wasser. Es gibt auch noch mehr Kunstfelsen, die dann zu dieser Bergkette am Ende des Tages werden. Und dadurch gibt es dann auch noch krasse Gestaltung für ein Rafting, wo auch noch ein Kletterwald mit drin ist. Und es gibt ein Flying Theater, was auch noch mal so ein bisschen so ein Ausläufer ist und auch diese Berge bekommen hat. Die kleine Station ist jetzt nicht so aufregend und nach der Fahrt fährt man quasi in irgendwie ein Nest, wo eine Echse neben Eiern ist. Da drin ist nur so ein bisschen Kunstholzoptik. Das war's, und der Wartebereich ist null gestaltet, eher Viehgatter und ist separiert von der Station, und dann wird man später irgendwann mal vielleicht da so rübergelassen. Das ist auch ein bisschen tricky alles. Aber der Berg ist einfach komplett insane. Der Zug hat coole Farben, die Schiene hat eine coole Farbe, der Zug hat so ein bisschen, warme Rot-Gelb-Töne, Adlergestaltung obendrauf, aber es ist kein Phönix und man weiß es nicht. Es ist ja ein... Ich hasse, wenn das Telefon geht. Der Park. Wir sind im Wuxi-Sunak-Land in China. Dieser Park hat so wie der Coaster 2019 eröffnet, ist mega groß, wird betrieben von Sunak China, von der Sunak China Holding Limited. Die haben so laut der Rollercoaster Database 15 Parks inne. Da sind teils aber auch Parks, die geschlossen sind, oder SBNO. Im Park selbst gibt es die Dream Factory. Da machen wir nochmal ein separates Review zu, wo wir echt über die Wartezeiten mal sprechen müssen. Es gibt auch Steam Racer. Das ist ein Mack Rides Bluefire-Klon, der hier im Park steht. Es gibt auch einen Crazy Dark Ride und viele Flat Rides. Vlog zu dem Park verlinke ich euch gerne hier. Und da könnt ihr euch da mal angucken, wie der Park so aussieht. Das ist super beeindruckend und ein cooler Park auf jeden Fall. Daten und Fakten. 2019, wie gesagt, Eröffnung dieser Achterbahn von B&M, Bollinger & Mabillard aus der Schweiz. Und das Ganze ist vom Typ her ein Wing Coaster. 60 Meter hoch, super beeindruckend. 1278 Meter lang, 118 km/h Spitzengeschwindigkeit, 4 Inversionen und eine theoretische Kapazität bei 3 Zügen von 1430 Personen pro Stunde. Wenn die so viele im Monat durchkriegen, wären die schon schnell. Eine brachiale Bahn, rein von den Zahlen ist das Ding super beeindruckend. Die Fahrt. Aber Zahlen alleine sagen gar nichts über eine Bahn aus. Ein Allride-Video sagt gar nichts über eine Bahn aus. Ich sage etwas über eine Bahn aus, weil ich dieses Video hier mache. Und es geht
bei Falcon gerade raus aus der Station, direkt den Kettenlift nach oben und es ist echt hoch. Da fährt man kurz gerade, hat einen crazy Ausblick. Das ist einfach super beeindruckend, wenn man das alles so sieht. Es ist halt wirklich eine kleine andere Welt, wenn man so in China unterwegs ist. Und dann gibt es die erste Inversion und das erste Element und wir starten mit dem Dive Drop. Und das ist echt ein weiter Weg nach unten. Das kann man sich kaum vorstellen. Das ist wirklich alles so gigantisch. Und danach folgt eine richtig coole Inversion und zwar die Zero-G-Roll, die auch wieder gigantisch hoch ist. Und daraufhin folgt direkt der Immelmann. Auch hier wieder ein riesiges Element einfach, was für einen Wing Coaster auch wichtig ist, damit der wirken kann und damit der fahren kann und damit das Ding leben kann. Es gibt eine Art Twisted Airtime Hill in so einer Größe und ja, so viel Trägheit, die so ein Wing Coaster mit sich bringt. Schon irgendwie auch cool, aber irgendwie fehlt da so halt der Twist. Danach stürzt man so Near-Miss-mäßig in den Berg rein. Man hat so ein kleines Loch gelassen im Berg, da fährt der Zug dann rein, macht so einen kleinen Schlenker und dann kommt man über den Berg raus und stürzt nach unten. Das ist irgendwie super ikonisch, wie dann der Wing Coaster geradezu auf die Leute auf die Main Street zu fliegt. Und dann geht es nach unten Richtung Wasser, mega. Und man hat eine komplette Kehre geschaffen mit einer 180 Grad Overbank Curve, Horseshoe, man weiß es nicht. Und es geht dann wieder zurück in einer riesigen S-Kurve, die sich nach oben schlängelt und hoch in einen Blockbremsenbereich. Der Blockbremsenbereich ist auch komplett eingehaust und zwar in diesem Kunstfelsen. Aus dem Blocktunnel raus gibt es einfach nur so einen Dip nach unten. Das Ding hat dann voll die Airtime einfach und es wird eine große Kurve um den Berg gefahren und dann geht es durch den Berg wieder durch in den Inline-Twist, der bei so einem Wing Coaster auch ewig lang ist und dann sich langsam da durchzwirbelt durch den Berg. Und anschließend geht es in der Linkskurve zum Brake Run und dann kommen wir zum längsten Part der Strecke und zwar vom Brake Run komplett zurück zur Station, dann in der 180-Grad-Kurve. Das dauert so einen Moment, aber wenn du die ganzen langen, großen Wing Coaster Züge da parken musst, brauchst du auch diesen Platz. Optik von außen ist mega. Wing Coaster, total beeindruckend. Sieht brachial und crazy aus, so eine Achterbahn. Dann mit dieser gigantischen Kunstfelsenwelt, die da geschaffen wurde, wo das Ding durch und drüber fliegt. Richtig, richtig stark. Also wir haben einen 60 Meter Wing Coaster und dann haben wir wirklich Kunstfelsen. Das kannst du halt einfach auch hier in unserem Breitengraden nicht machen. Das funktioniert einfach nicht. Und crazy, das da mal zu sehen. Layout und Setting sind einfach fantastisch bei Falcon. Und es ist eine dieser Bahnen, wo man einfach sagt, yo, die feiere ich, die finde ich super gut, gehört zu meinen Favorites. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist, ja klar, hier und da gibt es Besonderheiten, aber es ist eine relativ normale Achterbahn, die aber komplett steil geht irgendwie. Also wirklich Falcon in Wuxi, Sunakland, einfach crazy Achterbahn, die mich komplett catcht und ich die super toll finde. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber da wollte ich doch auch hier mal mit euch drüber sprechen, euch diese Bahn näher bringen. Und eure Meinung zu Falcon würde mich auch interessieren. Gerne mit in die Kommentare. Und wenn ihr schon aktiv seid, drückt ihr gerne abonnieren, um das Ganze jetzt zu supporten. Und ansonsten war es das von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns wieder zu einem neuen Video hier auf dem Red Wheel YouTube-Kanal. Peace.